Heute fange ich mit den Heiligtümer Todesbild an. Ich hatte kleine Artblock, ich habe sie immer noch. Ich habe immer noch Angst, dieses Bild anzufangen. Warum habe ich Angst? Ich habe Angst, dass die Farben nicht passen, dass der Übergang nicht so schön aussieht, weil ich den Hintergrund mit Acrylgießen machen will. Daher mache ich heute 1 bis 2 Testbilder, um einfach erstmal zu gucken, wie die Farben zusammenpassen. Und dann werden wir uns an das große Bild machen. Wie du siehst, habe ich die Farben schon fertig gemischt, weil dieser Part ist einfach langweilig, aber ich zeige es nachher nochmal genau, wie ich die Farben vorbereite. Wie du siehst, habe ich etwas hellere Töne benutzt, nur ein bisschen dunkelbraun, weil ich wollte gerne den Hintergrund wie eine Schriftrolle aussieht. Ich habe auch so Glitzertöne wie Gold und Kupfer, damit es vielleicht noch etwas schimmert. Ich habe eine Technik ausprobiert, wo ich alle Farben in einen Becher reinmache, den Becher auf die Leinwand so umstülpe, wie ihr das gerade aussieht, und ziehe es einfach hoch und verteile es dann mit meinen Händen nach vorne, nach hinten, zur Seite, und dann habe ich noch einen Föhn benutzt, damit wirklich alle Farben sich schön verteilen, und ich muss auch sagen, das Endergebnis sieht echt Bombe aus. Ich liebe es. Wenn ich das jetzt so auch noch auf der großen Leinwand hinkriege, dann denke ich mir so, warum habe ich mir die ganze Zeit so einen Kopf gemacht? Ich wollte so ein bisschen die Art von so einer Schriftrolle haben. Natürlich ist eine Schriftrolle noch ein bisschen heller. Aber so wie das jetzt aussieht, mit den Heiligtümer Todesbildern, boah, wird das richtig geil aussehen. Also ich werde das erstmal trocknen lassen und dann werde ich schon mal anfangen, die großen Becher fertig zu machen. Ich mache das natürlich nicht mit Schnapsgläsern. Ich habe mir große Becher besorgt. Ich reg mich so ein bisschen auf, dass ich nicht vorher schon angefangen habe. Ich finde, das sieht so richtig cool aus. Ich habe ja auch eine andere Art diesmal vom Gießen genommen. Ich habe alle Farben in einen Becher reingekippt und habe es dann auf die Leinwand, also umgedreht, habt ihr ja gerade gesehen, habe es ein bisschen verteilt und habe dann erst zum Schluss mit dem Föhn. Das heißt, dort verteilen sich die Farben eindeutig mehr, als wenn ich das nur so, wie ich sonst immer mache. Liebe es. Ich hoffe sehr, dass ich das auch auf der großen Leinwand hinkriege. Das ist die Leinwand, die ich gerade erwähnt hatte. Und das sind die Farben, die ich vorhin schon benutzt habe. Die benutze ich natürlich jetzt nochmal, weil der Test hat ja super geklappt, daher benutze ich sie jetzt. Ich mache alle Acrylfarben in diesen Becher rein, benutze Wasser und verrühre es so lange, bis die Konsistenz mir gefällt. Wie genau die Konsistenz ist schwierig zu erklären. Ihr müsst es ein bisschen ausprobieren, aber es müsste so flüssig sein, dass ihr es auch verteilen könnt. So, ich habe die Farben jetzt soweit fertig. Das ist immer das langweiligste und nervigste Teil, Farben mit Wasser zu mischen und die ganze Zeit so zu rühren, bis es die perfekte Konsistenz hat. Das ist immer ein bisschen das Nervige daran, aber die Ergebnisse sind immer wunderschön. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen leeren Becher. Das heißt, ich werde die Farben jetzt alle hier reinmachen, so wie ihr ihn gerade beim Testbild gesehen habt. Und dann hoffe ich mal, dass die Farben reichen. Ich musste ja natürlich, weil das eine große Leinwand ist, eindeutig mehr Farben. Und ich hoffe mal, das reicht. Ich kann sowas immer sehr schlecht einschätzen. Aber ja, notfallsweise muss ich dann nochmal was nachmischen. Aber darauf hatte ich eigentlich keine Lust. Ich habe eigentlich gehofft, das wird reichen. Also, es wird schon. Jetzt kommt der spaßige Teil, wie ich ihn gerade schon erwähnt habe. Ich benutze alle Farbe und kippe sie in einen Becher rein. Ja, worauf habe ich geachtet? Zumindest, dass nicht so viele dunkle Töne hintereinander sind. Also ich habe immer einen dunklen Ton und habe versucht, da einen helleren dazu zu machen. Ist schwierig zu erklären. Aber da kann man echt nicht viel falsch machen. Das ist mein Ergebnis. So sieht es aus. Sieht schon mal im Becher wunderschön aus. Und jetzt kommt das knifflige Teil, den Leinwand auf den Becher raufzumachen und umzukippen. Das sieht man hier. Ich schlage ein bisschen, kippe es um und lasse es kurz stehen, damit die ganze Flüssigkeit nach unten geht. Und jetzt kommt das Coole. Ihr zieht es einfach nur hoch und verteilt es, so wie ich auch schon im Testbild gemacht habe.
Aber in diesem Moment ist mir aufgefallen, dass die Farbe gerade so noch reicht. Ich hätte es eindeutig mehr anmischen müssen. Ich hatte es ein bisschen mit dem Föhn verteilt, aber gerade an den Rand hatte ich schon gemerkt, oh, das ist echt wenig Farbe. Ja, aber wie ich schon vorhin erwähnt habe, ich kann sowas immer sehr schlecht einschätzen. Ja, weil mir das so eintönig war, dachte ich mir so, ja, knall ich einfach noch ein paar Farbtupfer rein und habe sie dann mit einem Strohhalm so ein bisschen vermischt, sag ich mal. Und das ist das Ergebnis. So, das Acrylgießbild ist jetzt fertig. Mein Fazit. Also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Eine Sache finde ich echt schön. Eine Sache weiß ich nicht, ob das passt. Das mit den Punkten. Hätte ich diese Punkte da nicht am Ende gemacht, wäre es vielleicht noch besser. Aber ich wollte, dass mehr Gold und Kupfer noch mehr reinkommt. Das war mir zu wenig. Vielleicht wird das nachher ganz anders, wenn nachher das Heiligtümer Todesbild drauf ist, plus die Zauberstäbe. Dann wirkt das wahrscheinlich sowieso nochmal ganz anders. Aktuell finde ich es okay. Ich finde es auch gut. Aber eine Sache auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht so richtig. Das ist das Endergebnis von meinem Acrylkiesbild. Ich finde es echt nicht schlecht nach ein paar Tagen Pause beim Raufgucken. Nächstes Projekt geht erstmal nicht um das Bild. Das werden wir erst ab neuen Jahr weitersehen. Ich werde als nächstes Video meine Projekte, die ich dieses Jahr gemacht habe, alle vorstellen und zeigen. Und ab nächstes Jahr müsst ihr unbedingt dranbleiben, da werden wir das auf jeden Fall weitermachen. Ich kann schon mal so spoilern, ich werde jeden Zauberstab einzeln filmen, das heißt, ich werde so eine Serie daraus machen und zu jedem einzelnen Zauberstab werde ich zeigen, wie ich das mache und werde dazu Fakten erzählen. 5 Teile kommen jetzt noch zu diesem Bild und ich hoffe, du freust dich. Das heißt, du kannst jetzt schon mal abonnieren, damit du nächstes Jahr nichts verpassen tust. Schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, wie du das findest, wenn ich daraus eine Serie mache. Natürlich werde ich das in ein Playlist reinmachen und ich überlege, ob ich das vielleicht nachher zum Schluss, der 6. Teil, einen Film daraus mache. Das heißt, dass ich alle diese Videos zusammen in einem großen Video mache. Das überlege ich mir noch, aber zur Not kannst du mir das ja gerne schreiben, wie du das findest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!